das ist eben so der Kerninhalt, wenn ich sage, ich mache eine Maya-Kakao-Zeremonie. Dann geht es mir darum, dass alle Teilnehmer sich wieder mit dieser inneren Fülle, mit dieser inneren Kraft verbinden können, die Isch-Kakao repräsentiert. Und das ist zwar jetzt einerseits eine Göttin, also diese weibliche Kraft, aber ich meine, auch Männer haben ja weibliche Anteile in sich, die auch wieder rausgelockt werden wollen. Die Intuition will wieder gestärkt werden, das emotionale Feld will wieder gestärkt werden. Auch das gehört ja alles zur inneren Fülle. Wir sind ja keine Holzklötze, ja, weder Männer noch Frauen. Hallo liebe Katrin, herzlich willkommen zu meinem heutigen Gespräch bei Festival der Zeremonien. Hallo liebe Melanie, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit uns beiden. Du nimmst ja teil an unserem Festival der Zeremonien, welches von 16. bis 18. Mai 25 in Innsbruck-Igels im wunderschönen Kongresspark inmitten vom Bergpanorama stattfinden wird. Und ja, ich durfte dich kennenlernen, selbst als Teilnehmerin von einer Despacho-Zeremonie. Und ein zweites Mal bin ich als Teilnehmerin auf deiner Kakao-Zeremonie gewesen. Und diese beiden Zeremonien haben mich sehr tief berührt, insbesondere bei der Kakao-Zeremonie. Und für mich persönlich ein ganz schönes Erlebnis war, wir waren dort 20 Frauen. Und am Schluss habe ich alle schön gesehen. Ich habe die Schönheit jeder Frau sehen können, egal ob groß, klein, dick, dünn, wie auch immer. Und da hast du mir ein wundervolles Geschenk gemacht. Es durfte auch ein Glaubenssatz, ein blockierender, rauskommen. Und ja, deshalb freue ich mich sehr, dass du mit dabei bist bei unserem Festival. Und jetzt, Katrin, bitte ich dich, dass du dich auch einmal selbst vorstellst, vielleicht kurz erzählst, wie bist du zum Schamanismus gekommen? Was ist deine Geschichte davor? Wo waren die Weichen in deinem Leben, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Okay, also erst einmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf bei diesem wunderbaren Festival der Zeremonien. Ist mir eine große Ehre und eine Freude, einfach auch das weitergeben zu dürfen an viele Menschen. Also vielen Dank dafür. Und ja, wenn du gefragt hast, wo die Weichen sind, die ich so gestellt habe in meinem Leben, das waren viele. Also bis ich zum Schamanismus gekommen bin, war ich schon gut unterwegs, also in verschiedenen Bereichen. Also ich komme ursprünglich, ich habe Lehramt studiert und habe dann irgendwann festgestellt, also wenn Lehren, dann eher Erwachsene und keine Kinder. Das wäre mir, glaube ich, auf Dauer zu anstrengend geworden, so in dem ganzen Schulsystem so eingegliedert zu sein, ohne Freiheiten haben zu dürfen, das auch so zu unterrichten, so kreativ zu sein, Spirituelles mit reinzunehmen. Und in dem Moment war es für mich aber noch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt Schamanin, als ich dann mit dem Studium fertig war, sondern ich habe erst mal in Geografie promoviert über meine Heimat Kitzbühel. Man hört es jetzt gar nicht. Wenn ich will, kann ich den Dialekt anschalten. Aber ich habe dann eben promoviert im Bereich Tourismusgeografie, habe mich beschäftigt, wie die Mitarbeiter in der Branche sich an ihre Arbeitsorte, an den Platz, an dem sie arbeiten, in dem Fall den Kitzbühel, emotional anbinden, welche Gefühle sie da entwickeln, warum sie nicht mehr weg wollen. Und eigentlich während dieses Prozesses des Schreibens der Dissertation war das für mich dann so, dass ich mir gedacht habe, eigentlich will ich in meinem Leben mehr in diese Tiefe reingehen, mehr in diese spirituelle. Ich war immer schon spirituell in dem Sinne, ich habe Yoga gemacht, ich habe meditiert und habe mich auch mit der geistigen Welt beschäftigt, aber jetzt nicht in der Tiefe, wie ich es jetzt heute tue, also dass ich Zeremonien mache und auch Menschen auf dem Weg mit begleite und so. Und irgendwann kam dann, es war wie so eine Eingebung, ich saß auf meinem Balkon, habe irgendwas getippt und dann kam so dieses Schamanismus, wie so ein Wort, das kam aus dem Nichts und dann habe ich angefangen zu googeln, Mensch, da muss es doch vielleicht eine Ausbildung geben, da muss es doch irgendwas dazu geben. Und habe mich dann eben informiert und bin zu einem sehr tollen Schamanen gekommen, zum Torst Dröge, der in der Nähe von München die Ausbildung damals angeboten hat, auch von den Urvölkern in Guatemala eingeweiht worden ist. Da bin ich auch zu diesem ganzen Maya-Thema gekommen, über diese Ausbildung. Und ja, ein ganz großer Einschnitt, eine ganz große Weiche war dann eigentlich das ganze Corona-Thema, weil ich war eigentlich so in diesem Hamsterrad drin, Konferenz, Uni, Doktorarbeit, also dieses ganze wirklich durcheinander Hamsterrad. Und dann war plötzlich Ruhe.
dann war komplette Stille in meinem Leben und ich habe mir gedacht, so, jetzt hast du eigentlich die Chance, alles neu auszurichten, wie du es dir eigentlich schon überlegt hast, aber nicht rauskamst. Und dann habe ich meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, parallel zur Doktorarbeit eben zum Abschluss hin. Also ich habe alles im Jahr 2022 dann fertig gemacht, Doktorarbeit und Heilpraktika-Ausbildung und währenddessen lief die schamanische Ausbildung aber schon mit. Und ich muss auch sagen, die hat mir sehr geholfen, den ganzen anderen Kram mit Lernen und Uni abzuschließen und dann auch durchzuhalten am Schluss, ja, weil man da eben so tief verbunden war. Und so bin ich zum Schamanismus gekommen, über verschiedenste Themen in meinem Leben. Und man muss auch dazu sagen, vielleicht, ja, man hat bei mir immer schon ein bisschen den Grundstock. Meine Eltern haben das immer schon mit reingebracht. Also es war immer schon Hildegard von Bingen mit den Edelsteinen heilen, mit der Natur heilen, sich mit der Natur verbinden, immer rausgehen, wenn es einem zu viel wird. Das sind eigentlich Sachen, die habe ich schon als kleines Kind mitbekommen. Also diese Impulse, die waren immer schon da. Das war schon klar, dass es irgendwann mal kommt irgendwie. Aber es kam dann wirklich 2019, habe ich den Entschluss gefasst, okay, ich arbeite jetzt schamanisch, ich gehe jetzt da richtig tief rein. Genau, und seitdem, seit 5 Jahren, ist es mein täglicher Begleiter, dieses Thema. Wow, also du hast, es passt fast nicht zusammen, wenn man dich sieht, diese vielen Jahre. Ich glaube, du siehst viel jünger aus, als du eigentlich bist. Magst du uns dein Alter verraten? Ja, gerne. Also ich bin 1989 geboren, also jetzt 34, werde im November 35. Okay. Genau. Sieht man dir noch nicht an. Ja, schön, dass du das schon von deinen Eltern so mitbekommen hast. Ist auch nicht immer üblich. Ist natürlich schön, wenn hier schon diese Offenheit da ist und man diesen Widerstand nicht hat, gegen die Eltern, gegen ihr Denken so anzukämpfen. Und dadurch ist vielleicht auch der Zugang schneller, natürlich. Und ja, schön, dass sich so viel ergeben hat. Und in der Nähe von München hast du gesagt, hast du dann die Ausbildung gemacht. Und jetzt wollte ich noch fragen, den Heilpraktiker hast du den auch in München gemacht, oder? Ja, ich habe den ja während Corona gemacht. So, ich meine, man muss auch dazu sagen, ich habe davor viele Jahre ehrenamtlich im Rettungsdienst gearbeitet. Das heißt, für mich war das ganze Medizinische jetzt kein Buch mit 7 Siegeln. Das heißt, ich habe das ein bisschen schneller mit dem Lernen durchziehen können, diese Heilpraktikerprüfung, als sie normal gedauert hätte. Also das Lernen, die Prüfung nicht. Die Prüfung war ja punktuell. Aber ich habe dann in München auf dem Gesundheitsamt die Prüfung abgelegt, 2022. Genau. Okay. Bei der Ärztin. Das war, glaube ich, der schlimmste Tag in meinem Leben. Also dann wiederum der beste, weil ich habe dann bestanden gehabt, aber dieser Moment, da hinzukommen und dann wird man so streng beäugt und bewertet auch, ja, dann genau. Bewertungen ein Riesenthema. Aber Ja, durch die Angst dann in den Erfolg, also du bist durchgegangen, du hast dich dem gestellt. Und ja, ja, ich selbst, nachdem ich schon zweimal teilgenommen habe bei dir, kann sagen, du hast aus meiner Perspektive den absolut richtigen Weg gewählt. Ich genieße es, mit dir an deinen Zeremonien teilzunehmen und freue mich auch schon wieder auf die nächste. danke. Vielleicht bleiben wir, wenn du möchtest, bei der Kakaozeremonie. Du wirst auch auf dem Festival, du wirst ja mehrere Workshops oder Vorträge abhalten, aber ein Aspekt wird auf jeden Fall die Kakaozeremonie sein. Ich habe ja geplant, 2 Kakaozeremonien aus dem Festival anzubieten. Einmal von einem Mann aus einer männlichen Perspektive, den werde ich dann gesondert vorstellen, und an einem anderen Tag aus der weiblichen Perspektive. Und ja, das ist deine Perspektive. Und nun bitte ich dich, dass du uns vielleicht auch diese Zeremonie ein wenig vorstellst. Kann ich sehr gern machen. Kakaozeremonie ist ja nicht gleich Kakaozeremonie. Also bei mir ist immer so ganz intensiv einfach das Maya-Thema mit verknüpft aus gegebenem Anlass. Ja, ich sitze ja auch hier vor Chichen Itza, also nicht in echt, aber das Foto habe ich selber aufgenommen. Ich bin ja vor 2 Jahren durch Mexiko und Guatemala gereist und habe diese Energie da aufsaugen dürfen. Konnte leider im Land keine Kakaozeremonie miterleben, aber nichtsdestotrotz, die Maya, für die war der Kakao ja so die heilige Pflanze schlechthin. Das war ursprünglich ja nur den Reichsten der Reichen, den Königen vorbehalten, dieses Getränk. Das war auch das Getränk der Götter und war der Göttin Ish Kakao
gewidmet. Und weil du so schön gesagt hast mit der weiblichen Perspektive, ich arbeite auch ganz intensiv mit diesem Energiefeld von Ish Kakao. Da muss man vielleicht ganz kurz erzählen, was es ist überhaupt, wer ist überhaupt Ish Kakao, was bedeutet das? Ja, Ish Kakao ist bei den Maya die Kakaogöttin gewesen, die einerseits für die weltliche Fülle steht, also sowohl die Ernte, also auch der Kakao als diese reichhaltige Pflanze, die gesunde Pflanze, die sie auch ist, aber auch generell für die Ernte von allem Möglichen, was die Menschen zum Leben brauchen, für alle Reichtümer, die den Menschen zugutekommen. Ja, also die Menschen haben zu Ish Kakao gebetet und Opfergaben dargebracht, wenn es eben um Themen ging wie, ich brauche jetzt dringend irgendwas zur Unterstützung, ich möchte mehr Wohlstand haben, ich möchte mehr Essen auf meinem Tisch haben. Da wurde Ish Kakao eingeladen, ganz intensiv. Allerdings ging es nicht nur um die äußeren Reichtümer, sondern eben auch um die innere Fülle. Bei Ish Kakao ist es so, dass sich die Menschen, man muss jetzt da einschieben, irgendwann wurde der Kakao ja dann nicht mehr nur von den Königen getrunken, es ist irgendwann auch, Gott sei Dank, in die breitere Bevölkerung dann auch vorgedrungen und die Schamanen haben Kakaozeremonien durchgeführt bei verschiedensten Anlässen. Und es geht nämlich bei Ish Kakao und diesem ganzen Thema Kakao auch um die innere Fülle. Also der ganze innere Reichtum, den wir Menschen haben, den wieder zu aktivieren, den wieder neu einzuladen, uns wieder mit uns selber zu verbinden, kommt man ja oftmals aus dem Gleichgewicht in der heutigen Zeit. Die Maya sind sicher auch immer mal wieder aus dem Gleichgewicht gekommen. Das war ja auch eine Zivilisation mit Problemen und allem drumherum. Und das ist eben so der Kerninhalt, wenn ich sage, ich mache eine Maya-Kakao-Zeremonie. Dann geht es mir darum, dass alle Teilnehmer sich wieder mit dieser inneren Fülle, mit dieser inneren Kraft verbinden können, die Ish Kakao repräsentiert. Und das ist zwar jetzt einerseits eine Göttin, also diese weibliche Kraft, aber ich meine, auch Männer haben ja weibliche Anteile in sich, die auch wieder rausgelockt werden wollen. Die Intuition will wieder gestärkt werden, das emotionale Feld will wieder gestärkt werden. Auch das gehört ja alles zur inneren Fülle. Wir sind ja keine Holzklötze, ja, weder Männer noch Frauen. Und da wieder so reinzugehen. Und ich habe mal mit einer Maya-Schamanin gesprochen in Guatemala und die meinte zu mir, es ist auch heute noch so, Kakao zu trinken bedeutet, sich intensiv mit den Ahnen wieder zu verbinden, mit diesen Abuelos und Abuelas, den Großmüttern und Großvätern. Das ist ein uraltes Feld, wo Wissen ohne Ende gespeichert ist. Ja, also die Terabyte können wir gar nicht abschätzen. So viel ist da einfach gespeichert in diesem Ahnenfeld der Maya und alles, was mit dem Kakao zu tun hat. Jeder, der das schon mal getrunken hat, das ist alles irgendwo im Feld gespeichert, hat sie gesagt. Und das ist das, was wir dann aufnehmen. Mit dem Feld, da können wir uns wieder mit verbinden, das können wir anzapfen, da können wir Antworten bekommen für unsere ganzen Themen. Wir können unsere emotionalen Blockaden dadurch lösen. Wir können unsere körperlichen Leiden dadurch wieder aufweichen und auflösen und schauen, dass da wieder ein Fluss reinkommt. Und das ist eben das Schöne, dass wenn wir uns mit dem Kakao verbinden, indem wir ihn trinken, ich reise auch dann immer während der Zeremonie mit den Menschen in den Kakao hinein, schamanisch mit meiner Trommel. Ich leite die Leute so richtig rein in dieses Kakao-Gefühl, in diese Energie rein und auch an den Ort, wo der Kakao wächst. Meistens führe ich die Leute dann immer irgendwo in den Dschungel nach Guatemala oder so und verbinde die auch auf dieser Ebene, auf der seelischen Ebene dann auch nochmal damit. Und das ist eben, wenn man auf allen Ebenen, also sowohl man sieht den, man riecht den, man ist energetisch, seelisch damit verbunden und man trinkt den Kakao, dann geht's ab, sag ich immer. Dann sind die Prozesse da, dann kann man sich drauf einlassen, dann kann man geführt werden und auch in diese ganzen, wenn man Fragen hat, ja, in diese ganzen Tiefen hineingeführt werden, ja, die Antworten zu bekommen, die man vielleicht schon seit Wochen sucht oder die Heilung, die man seit Ewigkeiten sucht, antriggern. Ist jetzt nicht so, dass wenn man einmal Kakao trinkt, dass man sofort sagt, jetzt sind die Rückenschmerzen weg. Kann passieren, aber man muss da einfach ganz sachte und sanft mit sich sein, nicht zu viel erwarten, sondern einfach auch mit dieser Göttinnenkraft, mit Ish Kakao, mit Mama Kakao auch, da steckt es auch schon drin, oder Abuela Kakao sagen auch die Maya, mit dieser mütterlichen Kraft, da einfach sanft ans Werk gehen, weil der Kakao hat jetzt nicht wie andere Medizinpflanzen so die Eigenschaft, einen mit der Brechstange auf seine Prozesse drauf zu knallen und die Leute brechen dann zusammen und fallen um. Das ist in der Regel nicht so. Das ist eine sehr sanfte, schöne Zeremonie, die da geschehen darf. Emotional natürlich auch, aber es ist so eine Weichheit zu spüren. Und diese Fülle, die zeigt sich dann eben auf ganz verschiedene Arten und Weisen, ja.
Katrin, ich verstehe jetzt, warum ich am Schluss der Kakaozeremonie alle Frauen so schön gesehen habe. Das ist genau das, was du beschrieben hast, die innere Kraft. Plötzlich hat das Innere, das, was in uns ist, das, was schon lang verdeckt wurde, was wir selber nicht mehr wussten, hat plötzlich, du hast es geschafft, es aus uns herauszuholen und deswegen haben alle so gestrahlt. Ja, also es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, ein sehr tiefgehendes Erlebnis, ein tiefgehendes Erlebnis. Und wie du selber sagst, ja, es ist nicht so, dass es einen plötzlich so rüttelt oder ein Trauma aufreißt. Es ist tatsächlich eine sehr sanfte Methode. Auch ich habe es so erlebt, doch ich habe auch eine Nachwirkung spüren können. Also es integriert sich langsam und sanft ins Leben, sodass sich was ändern, was lösen kann. Mhm. Schön. Ja, danke, dass du uns jetzt mal die Kakaozeremonie vorgestellt hast und auch ein bisschen über dich heute verraten hast. Wir werden uns noch öfter hören in der nächsten Zeit. Und hast du vielleicht am Schluss noch eine Botschaft oder etwas an unsere Zuschauer, was du ihnen gerne noch mitgeben möchtest? In Bezug auf Kakao oder allgemein? Eine Sache kann ich noch sagen, bevor ich, doch mir fällt schon was ein, aber bevor ich es abschließe, das habe ich vorhin gar nicht dazu gesagt. Bei meinen Zeremonien ist es in der Regel so, dass die Ja, Menschen, die teilnehmen, den Kakao gemeinsam zubereiten. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum am Schluss du alles schön empfunden hast, weil alle ein Gemeinschaftsprojekt daraus gemacht haben. Jeder hat da seine guten Wünsche hineingegeben, wenn er den Kakao in die Hafermilch reingibt. Und wir haben gerührt und getrommelt gemeinsam, gell? Also das mache ich in der Regel so, außer wenn es sich jetzt logistisch überhaupt nicht anbietet, dann mache ich es anders. Aber in der Regel mache ich schon so, dass da jeder auch mal den Kakao ein bisschen reinstreuen kann und da die guten Gebete hineingeben kann. Und das ist dieses Gemeinschaftsgefühl, was auch für den Kakao steht. Und das bringt mich zu dem, was ich gerne noch allen mitgeben würde. Das ist einfach, die Maya haben diesen Kakao und die Kakaozeremonie verwendet, um Gemeinschaft zu kreieren. Und wir können an jedem Punkt in unserem Leben, auch wenn wir gerade keinen Kakao oder keinen Zeremonialkakao zur Hand haben, also auch wenn es jetzt unter Anführungsstrichen nur der Supermarktkakao ist oder auch nur ein Tee ist, wir können immer Gemeinschaft kreieren, zu jeder Zeit. Trennung gibt es sowieso nicht, das ist jetzt ein eigenes Thema, aber wir können immer unsere persönliche kleine Kakao- oder Teezeremonie machen, um wieder in diese Verbindung zu kommen, entweder mit sich selbst, wenn die fehlt, mit Isch Kakao, mit dieser Fülle wieder, oder eben auch mit Menschen, die einem wichtig sind, dass man die wieder an den Tisch einlädt und diese Zeremonie wieder aufrecht erhält. Da muss gar nicht viel Großes passieren. Einfach dieses Zusammenkommen, dieses gemeinsam etwas trinken und sich wieder eben auf dieser Herzebene zu begegnen. Das ist das, was ich am Schluss noch gerne dazu gesagt hätte, weil das ist eben, das muss man nicht nur bei einer Kakaozeremonie machen, wenn man irgendwo hingeht, aufs Festival der Zeremonien oder zu mir in eine Kakaozeremonie. Das kann bei Bedarf gemacht werden mit dem Ehepartner, wenn's ruft. Genau. danke, liebe Katrin, das ist eine sehr schöne Inspiration, ein schöner Impuls, den du uns nur noch mitgegeben hast. Ich danke dir herzlich für all deine Ausführungen. Ich freue mich, dass wir zwei gemeinsam heute dieses kleine Gespräch hatten und wünsche auch dir sowie all unseren Zuschauern alles Liebe. Eure Melanie Sabine. Danke.